Hymer BMLT 780 Modell, Variante 2022. Den hatte ich lange vor zu filmen, aber die Zeit, und jetzt haben wir den 21. September, jetzt haben wir alle Zeit der Welt, denn es ist noch nicht so viel los, es ist noch nicht so kalt hier in Sulze-Moos und wir nehmen uns jetzt mal Stück für Stück die Hymer-Modelle vor, die wirklich nochmal deutlich anders sind wie viele Schwestermodelle, die von den ganzen Hymer-Marken produziert werden. Das Ganze hat viele Detailunterschiede, auch natürlich einen anderen Preis. Für so ein Fahrzeug kann man auch das Doppelte ausgeben, aber kriegt natürlich dann wirklich absolute Top-Qualität. Hier ist der Mercedes-Stern ist drauf. Wir haben als Zugfahrzeug einen Mercedes-Benz Sprinter T780. Auch hier beginnt das Ganze in dem automotiven Design hinten. Es ist komplett gefertigt worden. Ein Heckteil nur für diese Gruppe. Und ja, das sieht aus so richtig Liner-mäßig, aber ist gar nicht so hoch. Die genauen Maße, die werde ich euch gleich mal sagen. Das Fahrzeug ist in Silber. Es spiegelt sich jetzt hier. Es ist kurz nach 5 hier. Und das Ganze hat eine ganz große Heckgarage mit drin. Sie ist beleuchtet, hat Riffelblech mit eingebaut. Hier sieht man auch das eingeprägte Hymer-Logo hier an der Seite. Sieht es fast noch ein bisschen besser, wenn man es von der Seite kommt. Wenn man hier so mal rein duftet, es riecht so ein richtiger, weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, wie aus dem Möbelbau, so ein richtig toller Möbelduft kommt hier entgegen. Außendusche mit drin, 350 Kilogramm Traglast hier bei der Garage und Riffelbodenblech. Auch hier ja wirklich von der Ausführung her absolut großes Kino, natürlich mit Zentralverschluss. Das kann man hier sehr schön sehen. Also ich habe einen einzigen Bedienhebel und damit kann ich die ganze Garage öffnen und schließen. Sie geht auch sehr weit auf, hat hier unten nochmal so eine Alu-Beplankung hier drunter, dass das Ganze auch optisch wirklich toll aussieht. Landstromeinspeisung auf der Seite, eine Kassettentoilette mit drin und viele kleine versteckte Details. 169.515 Euro ist natürlich auch ein Preis für so ein Fahrzeug, aber man kriegt einiges dafür. Eingebaut ist ein Arctic-Paket hier und jede Menge Extras. Zu dem Fahrzeug Maßen werde ich euch gleich mal ein bisschen was sagen. Fahrzeug, wie es hier steht, heißt BMLT 780 und hat ganz viele verschiedene Pakete drin, hat eine Länge von 7,89 Meter, eine Breite von 2,35 Meter, eine Höhe von knapp 3 Metern, 2,96 Meter und hat 900 Kilo, ca. 900 Kilo Zuladung hier mit drauf. Ja, es hat volle Hütte, also von vollautomatische Klimaanlage mit Regensensor, der ist im Basismodell eingebaut. Es hat einen Tech Tower mit drin, eine Dachklimaanlage 2,4 kW, eine Toilettenentlüftung ist mit drin, ein 32 Zoll Fernseher und. Er hat also wirklich einiges eingebaut, was man sich so wünscht. Das neue Modell, unter anderem ein Zusatzschloss, das ist hier mit drin, ist auch ausgefahren. Jetzt fahren wir mal ein. Das macht natürlich so ein Dieb bei der Aufbautür keinen Spaß. Diese Zusatzschlösser kann man ab Werk bestellen. Hier sind sie mit drin. Ein richtiger Stahlriegel fährt dann nochmal in den Rahmen mit raus. Und es ist von außen als Zusatzschloss natürlich erkennbar. Das ist für viele dann auch schon mal ein klares Signal von Leuten, die dann sagen, naja, dann nehme ich halt den nächsten. Große, breite Aufbautür, Fliegenschutzgitter und alles ist nochmal natürlich eine Schippe hochwertiger. Das sieht man also hier sehr schön, Hintergrundbeleuchtung, alles indirekt beleuchtet. Du hast also hier schon das Gefühl, du steigst jetzt hier in die Luxusklasse ein. So ist es auch gebaut. Das Ganze echtes Leder. Oh ja, es riecht nach echtem Leder hier drin, wie im hochwertigen Schuhgeschäft. Und dann auch hier diese Filzoptik, wenn man jetzt so drüber streichelt, das ist wirklich nett gemacht, ja. Mal gucken, was hier drunter ist. Sind ja viele Stauraumklappen drin. Hier sind Batterien drin.
Laderegler und. Also Technik hier im Zwischenboden. Es gibt einen richtigen Zwischenboden hier. Und jede Menge andere Serviceklappen, die hier noch mit drin sind. Wir können auch hier mal eine Serviceklappe mal öffnen, dass wir die mal sehen. Was ist hier drin? Also es sieht aus wie ein Wärmetauscher, der aus einer warmen Wasserheizung eine Luftheizung macht zur Verteilung. Und das Cockpit von Mercedes-Benz. Das Ganze steht auf einem Alco-Tiefrahmen-Chassis. Ansonsten wäre das gar nicht möglich, das so kompakt zu bauen. Und wenn man auch hier mal reingeht, so den Blick mal so komplett schweifen lässt, das ist schon Luxusklasse hier drin. Erinnert mich auch extrem so an Carthago und Co. Durchlaufende Fronten hier von vorn nach hinten. Aber vielleicht mal first comes first. Das Cockpit mit dem Mercedes-Benz Sprinter, der hier vorne mit drin ist, Multifunktionslenkrad. Man kann auch sehen, jetzt ist hier bewusst mal dieser Sitz mal komplett ausgefahren worden, dass man auch mal sieht, was kriege ich denn maximal an Neigung hin. Das ist die maximale Neigung, ohne dass ich das Lenkrad jetzt abschrauben muss, was ja gar nicht geht. Es liegt jetzt hier plan auf, hier drauf. Und auch das Fahrzeug hier hat das Chrompaket mit drin, hat das große MBUX mit drin. Das User Experience Paket, also das Benutzererfahrungspaket hier ist eingebaut. Ich setze mich mal hier hin, gucken, wie sich das so anfühlt. Auf den Sitzen so kalt ist ja noch nicht. Und vorne ist der 32 Zoll Fernseher mit drin, der automatisch rauf und runter fährt. Das ist auch ganz nett. Hier gibt es so kleine Gimmicks, wie hier so Leselampen, die ich einfach aktivieren kann und dann zu mir drehen kann. Das ist ganz nett gemacht. Das Ganze fühlt sich an wie zu Hause. Dieses kleine Bänkchen, was du hier hast, das ist auch echtes Leder. Und ja, schade, dass wir kein Geruchsfernsehen haben. Sonst könntet ihr mal sehen, wie das Ganze riecht. Hat Verdunklungssysteme von Remy mit drin. Das gibt es ja natürlich auch in der Einstiegsklasse. Aber da hat man einfach Industriestandard genommen. Funktioniert. Und ja, Flächenvorhänge mit drin. Ein Dometic Tower ist hier eingebaut mit Backofen und das ist so der erste Eindruck, wenn du reinkommst. Also sehr aufgeräumt, sehr viel Platz. Auf der Mercedes-Benz natürlich als Basisfahrzeug eine wirklich gute Wahl. Und die Ausführung als AES-Ausführung wäre mein persönlicher Favorit auch. Auch je nachdem, wo man hinkommen möchte, man autark stehen und so ein Kühlschrank, der nimmt schon ziemlich viel Strom weg. Das muss man ja sagen. Ich gucke mal gerade, wo ist hier die Steuerung für den Fernseher. Die ist üblicherweise hier drin. Aber ja, da ist es mit drin. Also hier ist ein kleiner Schalter. Da muss man auch drauf kommen. Also ich habe in den letzten Vorgängermodellen den Schalter irgendwie eine Stunde lang gesucht, bis ich dann festgestellt habe, okay, der ist direkt hier. Den findest du auch nicht. Und dann ergibt sich hier dann ein Brett. Brett ist ja schon fast nicht schön genug gesagt. Mit Soft Close, bei dem ich dann auch hier das Ganze als Küchenarbeitsplatte nutzen kann. Also ganz nett gemacht. Die ganze Optik hier, ich habe mir extra den Fernseher mal hochgefahren, dass man mal auf die Küche mal komplett sieht. 3 Flammen Kochfeld, das man auch komplett benutzen kann nebeneinander. Mit 3 Reglern hier drauf. Also das ist schon wirklich sehr edel gemacht. Alle Schranktüren hier sind nochmal extra verriegelt mit drin. Also ich fahre einfach zu. Natürlich Soft Close, die auch im nicht beladenen Zustand fast problemlos schließen. Bisschen Effet. Und dann hier große Auszüge, die natürlich auf jeden Fall besser sind als Schränke. Weil man da natürlich viel besser rankommt. Alles ist indirekt beleuchtet. Man sieht es hier sehr schön hier in diesem Unterschrank. Und die indirekte Beleuchtung sorgt natürlich auch dafür, dass die ganzen Fachböden beleuchtet sind. Das ist das Spülbrett. Auch hier, wenn ich das nicht brauche, gibt es so nette Gimmicks. Kann ich das einfach hier reinlegen und habe dann meinen Platz frei zum Spülen und so weiter. Ja, auch hier
Optik ist so eine Natursteinoptik, die hier reinkommt. Das ist der Blick nochmal komplett ins Fahrerhaus rein. Hier oben ist dieser Baldachin, der hier montiert ist, der hat so eine Filzoptik mit drin. Das fühlt sich total cool an. Hier ist alles auch nochmal hier mit so einem Stoff bezogen, der nochmal dämmt. Und Leselampen für den Fahrerhausbereich, die dürfen sich auch nicht fehlen, die kann ich hier rausziehen, sodass ich also hier nochmal mein Buch lesen kann. Und das grenzt ja geradezu an Komfort hier. Gut, steht ja auch ein stolzer Preis dran. So, mal kurz gucken, wie das hier reinkommt. Wahrscheinlich kommt es so rein. Ich drehe es einmal im Kreis. Ja, jetzt ist es dran. Also es hält auch, es hat so eine Nut mit drin, dass das Ganze hält. Ja, großer Schrank. Darf auch nicht fehlen. Beleuchtet natürlich alles. Nicht mit einer Batterie, sondern richtig fest beleuchtet. Und dahinter könnte das Ausgleichsgefäß sein, denn ich habe eben, meinte ich zu sehen, eine Warmwasserheizung. Aber das gucken wir uns jetzt mal genauer an. Dometic Tower, hier ist der Backofen natürlich mit drin. Da unten drunter ist der Tower und das ist so ein zentrales Bedienfeld. Mal gucken, was das kann. Also, es kann... Informieren Sie sich, was wir mit der Huma Connect App alles machen können. Also es scheint wohl eine App-Verbindung zu haben. Es hat jetzt 14,9 Volt, also die Batterie ist rappelvoll. Wohnen, komm, das klicken wir mal an. Kühlschrank kann ich hier mit an- und ausschalten. Die Sattanlage kann ich hochfahren. Die Helligkeit, Lichttemperatur. Privat, was ist das hier? Lichttemperatur, also es gibt ein neues Bedienfeld. Installation, Fahrzeugdetails, Chassis-Info, Zentralverriegelung, andere. Elektrizität, Batterieaufbau 92%, 230 Volt Stecker, die Chassis-Info ist mit drin, Kilometerstand, wie cool. Ach, das kann ich hier ablegen. Zentralverriegelung, hier kann ich die Zentralverriegelung, schließen kann ich nicht, aber Innentemperatur, Außentemperatur, gucken hier oben drauf, ob ich irgendwo die Heizung, da kannst du die Pumpe an- und ausmachen. Hier hast du 12 Volt und beide Tanks sind leer, so viel kann ich sagen. Gibt es hier noch ein Fach? Oh ja, wie ist es, Sven? Ab und zu muss man nur mal ein bisschen spielen. Ach hier, das Fach ist fest und hier habe ich eine alte Heizung, eine 3020 HE und mal gucken, ob die über ein Elektropaket verfügt. Üblicherweise immer und das sieht man eigentlich hier. Sie hat ein Elektropaket. Ich kann also hier sagen, ich heize jetzt mit einem kW oder ich mache das Ganze aus. Also das ist verbaut. Man kann also hier die Warmwasserheizung komplett mit Strom betreiben. Sehr praktisch, wenn man zu Hause ist. Kann man einfach anschließen, kann sagen, hier 6 Grad und dann wird das Fahrzeug auf 6 Grad gehalten. Macht Gasflaschen noch rein. Falls der Strom mal ausfällt, geht es automatisch auf Gas über. Ja, hier ein bisschen wüst, aber das ist gar nicht so schlimm, denn da sieht man mal, was hier alles so dabei ist. Dabei ist hier Tischbein. Das hier ist auch ein interessantes, das ist wahrscheinlich ein Ausgleichspolster, mit dem ich vorne ein Bett bauen kann. Hier diese tollen Kissen sind mit dabei, die sich auch klasse anfühlen. Also in dem Paket mit drin. Hier ist ein Fernseherhalter ist schon vorgesehen. Hier eine kleine Kleiderstange hier oben drin. Die da sind, das Schrankdesign sehr, sehr reduziert. Und hier, ja, hier gibt es wahrscheinlich noch ein kleines Fillerkissen. Mal gucken, ob das hier mit dabei liegt. Denn das Coole ist nämlich bei Huma, dass die in den Kissen normalerweise nämlich auch die Verstärkung mit drin haben. Das ist jetzt hier nicht so. Mal gucken. Also das kommt hier rein. Und das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, weil hier würde man ja jetzt hier abstürzen, ist dann noch hier. Ihr merkt, ich brauche irgendwann mal Hilfe, vielleicht besorge ich die mal. Ich wollte eigentlich nur mal so ein kleines Überblickvideo machen, wie das Fahrzeug aussieht, aber man kommt hier richtig so schön ins Probieren rein. Das ist die Leiter, wenn ich das Ganze ausziehe, vielleicht kann man ja hier dran ziehen, also da ziehe ich jetzt nichts dran. Und das bedeutet, ich kann auf jeden Fall hier das Ganze verlängern, denn hier ist eine Ausklappleiter mit drin, die einfach hochgezogen werden kann und dann nach vorne mir
dann eine weitere Treppe mit breiten Trittstufen ermöglicht, die ich dann auch barfuß gehen kann. Das sieht man also hier vorne sehr schön drin. Cool. Kann man hier auch aufmachen? Ja, nicht offiziell. Wahrscheinlich ist hier ein Fach drunter. Ja, eine Serviceklappe für das Wasser, aber öffnen darf man es. Also es ist zumindest dafür vorgesehen. Dann hat man hier nochmal einen Kleiderschrank und bei Hyma, da kann man hier ziehen, das weiß ich noch, komplett öffnen und kommt dann an die Kleidung ran. Das gleiche auch auf der anderen Seite. Also das ist ein bisschen komfortabler wie bei den meisten anderen. Hier komme ich an die Kleiderschränke ran, ohne mich zu verbiegen. Also hier in dem Fall nicht, aber das ist ja auch nur ein Fach. Das geht. So, das ist das Schlafzimmer. Wie kriegen wir das ein bisschen heller? Oh ja. Krass. Das ist ja auch schick. Viel indirekte Beleuchtung hinten. Das ist schon sauschick. Also es gefällt mir gut. Die Flächenvorhänge finde ich cool. Da siehst du auch gar nicht, dass du im Wohnmobil drin bist. Also es ist schon alles ganz fein gemacht. Und hier drunter hast du dann viele Schränke mit natürlich Vollkorpus, Soft Close. Da muss ich noch ein bisschen nachhelfen. Das geht. Dann habe ich hier eine Tür. Mal gucken, wie ich die aufkriege. Da oben ist eine Sperre. Merkt, liebe Hümmer-Leute, in ein paar Wochen kann ich bei euch anfangen. Und das Interessante ist, die geht nur so zur Hälfte geht die auf. Da unten ist offen. Das hat wahrscheinlich was damit zu tun, dass ich das Bett erweitern kann und da die Leiter steht. Die haben wirklich an alles gedacht. Wahrscheinlich haben sie die Tür gebaut und dann ging sie nicht mehr auf. Nee, Spaß. Ja, das ist der Schlafbereich. Also ein Doppelbett, Längsbett. Sensationell. Bei Hyma kriegt man übrigens auch alle Bezüge irgendwie 5000 Mal nach. Also das geht. Was krass ist, wie sich das anfühlt, wenn man das hier öffnet. Also es fängt schon an, das ist so richtig eine richtige Feder drin wie zu Hause. Und wenn es mal eingehakt ist, dann schließt sich das so richtig. Also man hat so ein richtig sattes Gefühl in der Hand. Toilette, Badezimmer und auch hier kann ich viel mehr Licht generieren. Ich mache das mal. Ja, sind ja schließlich im Hyma und da ist Licht nie ein Problem. So, hier kann ich so Zahnpasta, Bürsten, elektrische Mundspülung verteuen. Und ja, auch das Waschbecken ist ganz okay. So. Hab mal früher ein Haus für bekommen für das Geld. Damals. Heute nicht mehr. So, nettes Detail, Klimaanlage, eine Aventa ist natürlich im Schlafzimmer montiert. Ich persönlich würde die wegblasen lassen gegen die Tür hier. Dann hat man so eine indirekte Kühlung mit drin und die Dusche, auch die hat schon fast Linermaße. Also dafür, dass ich auf einem Sprinter bin, ist das schon in Ordnung. Macht man zu. Da sind hier so Magnete, die klappen zu. Also alles ist schon echt gut gemacht. Auch wenn ich das hier sehe, wie hier die Verarbeitung ist hier in der Aufnahme. Da ist noch ein Brettchen drunter geschraubt. 4 Schrauben ordentlich drin. Also richtig qualitativ hochwertig. So, wir gehen zurück. Das ist der Blick nochmal ins freie Wohnzimmer mit rein. Könnte ich mir gefallen lassen. Also ein schickes Auto. Wir gucken nochmal aufs dezente Preisschild drauf. Also, liebe Zuschauer, wenn Sie 169.515 Euro noch irgendwo rumliegen haben, dann investieren Sie das doch in den Hyma BMLT 780. Wir sind im Freistaat in Sulzemoos und in Silber mit der Ausstattung und allem drum und dran. Dann kann man sich das gefallen lassen. Danke fürs Einschalten. Heute filmen wir am 21. September 2022, ein Mittwoch. Wir sind im Freistaat im Hyma-Zentrum Sulzemoos und abonniert German Television. So sieht übrigens dann die Front aus von dem Fahrzeug. Totschick. Tschüss.